Lektion 201 Guter Traum. Hi Anna, hast du manchmal richtig gute Träume? Natürlich, wer liebt einen guten Traum nicht? Ja, ich hatte gestern Abend eine, bei der ich im Lotto gewonnen und eine Privatinsel gekauft habe. Wow, das ist unglaublich. In meinem Traum war ich ein Superheld und habe die Welt vor Außerirdischen gerettet. Das ist großartig. Ich wünschte, ich könnte in meinen Träumen ein Superheld sein. Du kannst in deinen Träumen alles sein, was du willst, John. Schließen Sie einfach Ihre Augen und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Das muss ich heute Abend versuchen. Vielleicht träume ich auch davon, ein Superheld zu sein. Wer weiß? Du könntest mich sogar vor diesen nervigen Aliens retten. Haha, das wäre toll. Hoffen wir, dass wir beide heute Abend gute Träume haben. Lektion 202 Blick auf den Fluss. Hi Anna, hast du jemals den Blick auf den Fluss von der Spitze des Hügels aus gesehen? Nein, habe ich nicht. Ist es nett? Es ist unglaublich. Sie können sehen, wie sich der ganze Fluss durch das Tal schlängelt. Es ist so friedlich und entspannend. Das klingt wunderbar. Ich könnte eine Pause von der Stadt gebrauchen. Du solltest nächstes Wochenende mit mir kommen. Wir können ein Picknick machen und die Aussicht genießen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich bringe die Snacks. Und ich bringe die Sonnencreme mit. Wir wollen uns nicht verbrennen, während wir in der Sonne faulenzen. Gute Idee, John. Ich möchte nicht wie ein Hummer aussehen. Haha, ich auch nicht. Es ist gut, dass wir einander haben, um auf uns aufzupassen. Ja, wir sind ein großartiges Team. Lass uns gemeinsam den Blick auf den Fluss genießen. Lektion 203 Bleistift und Lineal. Hi Anna, weißt du, wo wir einen Bleistift und ein Lineal kaufen können? Klar, wir können zum Schreibwarenladen die Straße runtergehen. Oh, ich wusste nicht, dass es in der Nähe ein Schreibwarengeschäft gibt. Ist es weit von hier? Nein, es ist nur ein paar Blocks entfernt. Wir können dorthin laufen. Okay, lass uns gehen. Ich brauche einen Bleistift und ein Lineal für meinen Mathematikunterricht. Ich brauche auch einen für meinen Kunstunterricht. Ich möchte eine Zeichnung des Flussblicks skizzieren, den wir letztes Wochenende gesehen haben. Das ist eine tolle Idee. Mit unseren neuen Stiften und Linealen können wir präzise Linien und Messungen vornehmen. Ja, und wir können unsere Zeichnungen vergleichen und sehen, wer es besser gemacht hat. Haha, Herausforderung angenommen. Aber vergessen wir zuerst nicht das Lineal und den Bleistift. Gut, gehen wir zum Schreibwarenladen und holen, was wir brauchen. Und dann geht es weiter zum Kunstwettbewerb. Lektion 204 Redewettbewerb. Hi Anna, hast du nächste Woche von dem Redewettbewerb in der Schule gehört? Ja, habe ich. Haben Sie vor, teilzunehmen? Ich denke darüber nach.
Ich habe meine Rede über die Vorteile des Verzehrs von Gemüse geübt. Das klingt nach einem großartigen Thema. Vielleicht überreden Sie die Richter, mehr Brokkoli zu essen. Haha, das ist der Plan. Wie steht's mit dir? Nimmst du teil? Das tue ich, aber ich versuche immer noch, mir ein Thema auszudenken. Nun, du kannst gut zeichnen. Vielleicht könntest du eine Rede über die Bedeutung der Kunstvermittlung halten. Das ist eine gute Idee. Ich könnte darüber sprechen, wie Kunst Kreativität und Fantasie anregen kann. Und wie langweiliger Unterricht dadurch mehr Spaß machen kann. Genau. Ich glaube, ich habe mein Thema gefunden. Danke, John. Kein Problem, Anna. Wir werden beide Gewinner des Redewettbewerbs sein. Solange wir auf dem Weg zur Bühne nicht stolpern. Haha, hoffen wir nicht. Wir wollen nicht als die tollpatschigen Redner bekannt sein. Lektion 205, Stau. Hi Anna, bist du heute Morgen in den Stau geraten? Ja, habe ich. Es war furchtbar. Ich steckte über eine Stunde auf der Autobahn fest. Pfui, ich hasse Staus. Was hast du getan, um dir die Zeit zu vertreiben? Ich hörte etwas Musik und versuchte zu meditieren, um mich zu beruhigen. Das ist eine gute Idee. Normalerweise werde ich einfach wütend und hupe. Haha, das hilft dem Verkehr nicht, schneller zu werden. Ja, ich weiß. Ich muss an meiner Geduld arbeiten. Ich auch. Aber es ist schwer, wenn man zu spät zur Arbeit kommt. Erzähl mir davon. Ich hätte vor einer halben Stunde im Büro sein sollen. Nun, zumindest hast du eine gute Ausrede. Sie können dem Stau die Schuld geben. Ja, den muss ich benutzen. Vielleicht lässt mich mein Chef heute früher gehen. Das wäre nett. Dann könnten wir den Stau auf dem Heimweg vermeiden. Haha, hoffen wir es. Sonst stecken wir für immer im Auto fest. Lektion 206, zu Hause putzen. Hi Anna, bist du schon mit der Reinigung deiner Wohnung fertig? Nein, ich arbeite immer noch daran. Es ist eine unendliche Aufgabe. Erzähl mir davon. Ich habe letztes Wochenende meine Wohnung gereinigt und es ist schon wieder unordentlich. Ja, es ist, als hätten Staub und Dreck ihren eigenen Kopf. Ich weiß, was du meinst. Manchmal habe ich das Gefühl, einen aussichtslosen Kampf zu führen. Aber stell es dir so vor, John. Jedes Mal, wenn sie putzen, verbrennen sie Kalorien und bewegen sich. Haha, das ist ein gutes Argument. Vielleicht sollte ich anfangen, meinen Fitbit für die während der Reinigung unternommenen Schritte aufzuladen. Das ist eine tolle Idee. Sie könnten für die meisten Schritte, die in einer Reinigungssitzung unternommen wurden, einen neuen Rekord aufstellen. Und vielleicht sogar eine Medaille dafür gewinnen. Haha, wer braucht die Olympischen Spiele, wenn man eine saubere Wohnung hat?
Genau. Lassen Sie uns nun wieder mit der Reinigung beginnen und sehen, wer die meisten Kalorien verbrennen kann. Lektion 207. Geschäftsreise nach Singapur. Hi Anna, hast du von der neuen Geschäftsreise nach Singapur gehört? Ja, habe ich. Willst du es machen? Ja, das bin ich. Ich kann es kaum erwarten, all das leckere Essen zu probieren und die Sehenswürdigkeiten zu sehen. Das klingt unglaublich. Aber vergiss nicht den beruflichen Teil der Reise. Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Aber das Essen in Singapur ist so gut, dass es schwierig ist, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Haha, ich weiß, was du meinst. Ich war auf einer Geschäftsreise nach Japan und alles, woran ich denken konnte, war Sushi. Apropos Essen, haben Sie das berühmte singapurische Gericht Chili-Krabben probiert? Nein, habe ich nicht. Ist es gut? Es ist unglaublich. Du musst es versuchen, solange wir da sind. Okay, das werde ich. Aber wir müssen sicherstellen, dass wir uns während der Treffen nicht zu viel gönnen und einschlafen. Guter Punkt. Wir müssen die perfekte Balance zwischen Arbeit und Freizeit finden. Und vielleicht zwischendurch ein bisschen Sichtsee machen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass der Singapore Flyer ein Muss ist. Einverstanden. Machen wir das Beste aus unserer Geschäftsreise und haben wir auch Spaß. Lektion 208. Wassermelone. Hi Anna, magst du Wassermelone? Ja, ich liebe Wassermelone. Es ist eine meiner Lieblingsfrüchte. Warum fragst du? Nun, ich war vorhin im Supermarkt und habe die größte Wassermelone gesehen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wirklich? Wie groß war es? Es war so groß, dass ich einen Einkaufswagen benutzen musste, nur um es zu tragen. Haha, das ist so komisch. Du hättest ein Foto machen sollen. Das habe ich. Aber dann habe ich versehentlich mein Handy in die Wassermelone fallen lassen. Oh nein. Ist dein Handy okay? Ja, es ist in Ordnung. Aber jetzt riecht es nach Wassermelone. Nun, zumindest riecht es gut. Vielleicht kannst du es als neuen Handyduft verkaufen. Haha, das ist eine tolle Idee. Ich muss es als den Telefonduft nach Wassermelonen vermarkten. Vielleicht haben sie gerade ihr neues Unternehmen gefunden. Wer hätte gedacht, dass es zu einer neuen Karriere führen würde, mein Handy in eine Wassermelone zu werfen? Die Möglichkeiten sind endlos, John. Alles dank dieser riesigen Wassermelone. Ja, lasst uns ein Stück Wassermelone zu neuen Anfängen erwecken. Lektion 209. Der Akku meiner Kamera ist leer. Hi Anna, hast du zusätzliche Batterien für eine Kamera? Es tut mir leid, John. Ich habe keine zusätzlichen Kamerabatterien. Oh nein. Der Akku meiner Kamera ist leer und ich hatte gehofft, heute ein paar Fotos machen zu können.
Nun, Sie können stattdessen immer Ihre Handykamera verwenden. Ich denke, das ist eine Option, aber es ist einfach nicht dasselbe wie die Verwendung einer echten Kamera. Haha, ich weiß, was du meinst. Aber vielleicht kannst du es als Herausforderung betrachten. Schau, ob du mit deinem Handy tolle Fotos machen kannst. Das ist ein gutes Argument. Vielleicht kann ich das als Gelegenheit nutzen, meine kreativen Grenzen zu überschreiten. Genau. Und wer weiß, vielleicht überraschen Sie sich sogar mit dem, was Sie auf Ihrem Handy festhalten können. Du hast recht. Danke für die Ermutigung, Anna. Mal sehen, welche Art von Magie wir mit meiner Handykamera bewirken können. Das ist der Geist, John. Lassen Sie uns der Kreativität freien Lauf lassen. Lektion 210. Warst du schon einmal in diesem Park? Hey Anna, warst du schon einmal in dem Park auf der anderen Seite der Stadt? Von welchem Park sprichst du? Der mit dem großen Springbrunnen in der Mitte und den süßen kleinen Enten, die herumschwimmen. Oh, den kenne ich. Ja, ich war ein paar Mal dort. Es ist so ein wunderschöner Park. Ich liebe es, wie ruhig es sich anfühlt. Ja, es ist definitiv ein großartiger Ort, um zu entspannen und die Natur zu genießen. Und hast du diese Eichhörnchen herumlaufen sehen, die die Snacks der Leute stehlen? Haha, ja. Sie sind so boshaft. Ich habe einmal gesehen, wie ein Eichhörnchen einem kleinen Kind eine ganze Tüte Popcorn gestohlen hat. Das ist so komisch. Diese Eichhörnchen wissen mit Sicherheit, wie sie in diesem Park ihr bestes Leben führen können. Das tun sie auf jeden Fall. Und wo wir gerade davon sprechen, unser bestes Leben zu führen, warum planen wir dieses Wochenende nicht ein Picknick in diesem Park? Das ist eine tolle Idee, Anna. Wir können ein paar Snacks für uns selbst mitbringen und beobachten, wie die Eichhörnchen anderen Menschen Snacks stehlen. Haha, klingt nach einem Plan. Lass es uns machen. Lektion 211, Diamantring. Hey Anna, hast du den neuen Diamantring gesehen, den ich für meine Freundin gekauft habe? Nein, habe ich nicht. Kann ich es sehen? Klar, sieh es dir an. John holt den Ring heraus und zeigt ihn Anna. Wow, das ist ein wunderschöner Ring. Deine Freundin ist eine glückliche Frau. Danke, ich hoffe, es gefällt ihr. Ich habe monatelang gespart, um es mir leisten zu können. Ich bin sicher, sie wird es lieben. Aber du weißt, was man sagt, Diamanten sind der beste Freund eines Mädchens. Ja, aber was ist mit dem besten Freund eines Mannes? Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht eine schöne Uhr oder ein schickes Auto. Haha, das sind gute Entscheidungen. Aber ich denke, ich bleibe bei meinem treuen Hund als meinem besten Freund. Ah wow, das ist süß. Hunde sind wirklich der beste Freund des Menschen. Das sind sie auf jeden Fall. Und wer braucht schon Diamanten, wenn man bedingungslose Liebe von einem pelzigen Begleiter bekommt? Sehr wahr, John. Aber vergiss nicht, deiner Freundin auch diesen Ring zu geben.
Haha, ich werde es nicht vergessen. Danke für die Erinnerung, Anna. Lektion 212. Verschiedene Arten von Hunden. Hi Anna, hast du schon einmal einen Corgi gesehen? Sie sind die süßesten kleinen Hunde. Ja, ich habe sie gesehen. Aber haben Sie jemals von einer Dogge gehört? Diese Hunde sind riesig. Natürlich habe ich von ihnen gehört. Aber seien wir ehrlich, Corgis sind viel süßer. Davon weiß ich nichts. Doggen können genauso süß sein, nur auf eine andere Art und Weise. Aber kann eine Dogge ein bisschen mit dem Hintern wackeln, wenn sie aufgeregt ist? Nun, nein. Aber sie können dir mit ihren riesigen Zungen einen sabbernden Kuss geben. Oh, nein danke. Ich bleibe bei der kleinen Zunge des Corgi. Aber was ist mit einem Husky? Diese Hunde sind so majestätisch mit ihren schönen blauen Augen und ihrem dicken Fell. Ich muss zugeben, Huskies sind ziemlich cool. Aber sie vergießen so viel. Ja, das stimmt. Aber sie machen das mit ihren freundlichen Persönlichkeiten wieder wett. Ich nehme an, das ist ein fairer Kompromiss. Aber ich denke immer noch, dass Corgis die besten sind. Nun, wir können uns darauf einigen, dass wir in diesem Punkt unterschiedlicher Meinung sind, John. Aber zumindest können wir beide schätzen, wie großartig Hunde sind. Lektion 213. Waschmaschine funktioniert nicht. Hi Anna, ich glaube, meine Waschmaschine ist kaputt. Oh nein, was ist passiert? Nun, ich habe meine Klamotten angezogen und es eingeschaltet, aber es ist nichts passiert. Hast du sichergestellt, dass es angeschlossen ist? Ja, das HMM, habe das ich ist überprüft. seltsam. Und ich habe Vielleicht sogar steckt etwas versucht, in der es vom Maschine Stromnetz fest. zu trennen und wieder anzuschließen, aber immer noch glaube ich nicht. Es hat gestern gut funktioniert. Vielleicht ist es nur müde und braucht ein Nickerchen. Haha, ich glaube nicht, dass Waschmaschinen so funktionieren, John. Nun, es ist einen Versuch wert. Vielleicht funktioniert es wieder, wenn ich es mit einer kuscheligen Decke bedecke und ihm ein Kissen gebe. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, John. Vielleicht solltest du einen Mechaniker rufen, der es sich ansieht. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber kannst du dir vorstellen, ob es nach einem Nickerchen tatsächlich funktioniert hat? Ich wäre ein Waschmaschinenflüsterer. Haha, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber es ist einen Versuch wert, denke ich. Lektion 214. Einen Aufsatz schreiben, in dem es um den besten Freund geht. Hi Anna, ich muss für die Schule einen Aufsatz über meinen besten Freund schreiben. Hast du irgendwelche Tipps? Natürlich. Stelle zunächst sicher, dass du über all die Dinge sprichst, die du an deinem Freund liebst. Was macht sie für dich besonders? Nun, mein bester Freund ist immer für mich da, wenn ich ihn brauche. Und sie sind immer bereit, eine gute Zeit zu haben, egal was passiert. Das ist großartig. Sie können auch über einige der lustigen Erinnerungen sprechen, die Sie zusammen haben. Ja, wir hatten einige ziemlich wilde Abenteuer. Wie damals, als wir versucht haben, auf diesen Baum zu klettern, und sind dann stecken geblieben. Haha, das ist gut. Stellen Sie sicher,
dass sie auch einige Informationen über die Persönlichkeit ihres Freundes angeben. Was macht sie einzigartig? Nun, mein Freund hat einen großartigen Sinn für Humor und kann mich immer zum Lachen bringen. Und sie sind auch sehr loyal und vertrauenswürdig. Das sind alles großartige Dinge, die Sie in Ihren Aufsatz aufnehmen können. Achte nur darauf, dass du es mit den Komplimenten nicht übertreibst. Du willst nicht, dass es so klingt, als würdest du zu viel sprudeln. Guter Punkt. Ich möchte nicht, dass es so klingt, als wäre ich in meinen besten Freund verliebt oder so. Haha, definitiv nicht. Aber es ist klar, dass Sie eine großartige Freundschaft haben, und ich bin sicher, Ihr Aufsatz wird das widerspiegeln. Lektion 215: Gesündere Lebensmittel essen. Hey Anna, ich versuche gesünder zu werden, indem ich mich gesünder ernähre. Hast du irgendwelche Vorschläge? Absolut. Versuchen Sie zunächst, mehr Obst und Gemüse in Ihre Ernährung aufzunehmen. Sie sind vollgepackt mit Vitaminen und Nährstoffen. Ja, ich habe versucht, mehr Salate zu essen, aber sie schmecken einfach nicht so gut wie ein großer saftiger Burger. Haha, ich weiß, was du meinst. Aber es gibt auch Möglichkeiten, gesundes Essen köstlich schmecken zu lassen. Haben Sie versucht, Ihren Salaten Kräuter oder Gewürze hinzuzufügen? Habe ich nicht. Was empfiehlst du? Nun, du könntest versuchen, etwas frisches Basilikum oder Koriander hinzuzufügen. Oder streuen Sie etwas Paprika oder Kreuzkümmel für zusätzlichen Geschmack. Das ist eine tolle Idee. Was sonst? Eine andere Sache, die Sie versuchen könnten, ist, Ihre eigenen Smoothies zuzubereiten. Sie können etwas Spinat oder Grünkohl hinzufügen, um zusätzliche Nährstoffe zu erhalten, und sie schmecken immer noch großartig. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Was ist mit Snacks? Anstatt nach einer Tüte Chips zu greifen, versuchen Sie, rohes Gemüse oder Obst zu essen. Karotten und Selleriestangen mit Hummus oder Apfelscheiben mit Erdnussbutter sind beide großartige Optionen. Das klingt alles nach großartigen Ideen. Danke, Anna. Vielleicht kann ich dem saftigen Burger doch widerstehen. Lektion 216: Zu wenig Druckfarbe. Anna, weißt du, was zu tun ist, wenn dem Drucker die Tinte ausgeht? Ich habe ein Dokument, das ich dringend drucken muss, aber die Tinte geht zur Neige. Ah, das ist frustrierend. Hast du versucht, die Tintenpatrone ein wenig zu schütteln, um zu sehen, ob du etwas mehr Tinte herausbekommen kannst? Das habe ich noch nicht versucht. Vielleicht probiere ich es aus. Sie können auch versuchen, die Druckereinstellungen in den Modus Entwurf zu ändern. Dadurch wird weniger Tinte verbraucht und es kann sein, dass es etwas länger hält. Das ist eine gute Idee, danke. Aber was ist, wenn nichts davon funktioniert und ich mein Dokument immer noch nicht drucken kann? Nun, du könntest immer versuchen, es von Hand aufzuschreiben. Erinnerst du dich an Stifte und Papier? Haha, sehr lustig. Ich muss das für eine professionelle Präsentation ausdrucken. Okay, ich mache nur Spaß. Du könntest immer versuchen, in eine Druckerei zu gehen oder den Drucker eines Freundes zu benutzen, wenn du deinen nicht zum Laufen bekommst. Ja, das ist ein gutes Argument.
Ich werde sehen, ob ich in der Nähe eine Druckerei finde. Danke für die Vorschläge, Anna. Kein Problem, John. Viel Glück bei Ihrem Drucknotfall. Lektion 217. Tickets für den Urlaub buchen. Anna, ich habe darüber nachgedacht, Tickets für unseren Urlaub im nächsten Monat zu buchen. Hast du irgendwelche Ideen, wo wir hingehen sollten? Oh, ich freue mich so. An was hast du gedacht? Nun, ich dachte über einen Strandurlaub an einem warmen und tropischen Ort nach. Was denkst du? Klingt perfekt. Wie wäre es mit Hawaii oder der Karibik? Das sind großartige Optionen, aber sie können ein bisschen teuer sein. Vielleicht sollten wir einen günstigeren Ort in Betracht ziehen. Okay, was ist mit Mexiko oder Costa Rica? Beide haben wunderschöne Strände und gutes Essen. Das ist eine tolle Idee. Lassen Sie mich die Preise für Flüge und Hotels überprüfen. Danke, John. Oh nein. Die Flugpreise sind seit meinem letzten Check um $200 gestiegen. Oh nein, das ist nicht gut. Vielleicht hätten wir früher buchen sollen. Ja, du hast recht. Jetzt müssen wir mehr bezahlen oder uns mit einem anderen Standort zufrieden geben. Oder wir könnten stattdessen immer einen Roadtrip machen. Es könnte genauso viel Spaß machen und günstiger sein. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Wir könnten eine Kühlbox mit Essen und Getränken packen und uns auf den Weg machen. Siehst du, es gibt immer einen Silberstreif am Horizont. Lass uns stattdessen den ultimativen Roadtrip planen. Du hast recht, Anna. Manchmal erweist sich das Unerwartete als noch besser. Lektion 218. Konzertkarten sind sehr teuer. Anna, hast du den Preis der Karten für das Konzert gesehen, zu dem wir gehen wollten? Ja, habe ich. Sie sind so teuer. Ich weiß, oder? Aber ich möchte trotzdem wirklich gehen. Ich auch. Vielleicht könnten wir etwas Geld sparen, indem wir für den nächsten Monat Ramennudeln essen. Haha, ich weiß nicht, ob ich nur mit Ramennudeln überleben könnte. Aber wir könnten definitiv einige andere Ausgaben reduzieren, damit es funktioniert. Oder wir könnten versuchen, uns durch die Hintertür einzuschleichen. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist, Anna. Wir wollen nicht rausgeschmissen werden, bevor das Konzert überhaupt beginnt. Okay, du hast recht. Aber wir könnten immer versuchen, den Wachmann mit einer Tüte Ramennudeln zu bestechen. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, Anna. In Ordnung, gut. Wir müssen es einfach aufsaugen und den hohen Preis für die Tickets zahlen. Für die Erfahrung wird es sich lohnen. Einverstanden. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir die Gelegenheit haben, unsere Lieblingsband live auftreten zu sehen. Ja, und wir werden eine tolle Geschichte darüber zu erzählen haben, wie wir mit Ramennudeln überlebt haben, nur um das Konzert zu sehen. Haha, mir gefällt, wie du denkst, Anna. Lass es uns machen.
Lektion 219. Sich von einer Erkältung erholen. Anna, fühlst du dich besser? Ich habe gehört, du bist erkältet. Ja, mir geht es jetzt viel besser, danke für die Nachfrage. Ich habe alle möglichen Mittel genommen, um es loszuwerden. Wie was? Nun, ich habe viel Tee mit Honig und Zitrone getrunken und Vitamin-C-Tabletten genommen. Ah, die klassischen Heilmittel. Hast du Hühnersuppe probiert? Natürlich. Meine Mutter schwört immer darauf. Aber um ehrlich zu sein, habe ich es langsam satt. Ich höre dich. Wie wäre es mit etwas scharfem Essen? Es könnte helfen, deine Nebenhöhlen zu reinigen. Das ist eine interessante Idee. Aber ich möchte nicht zusätzlich zu meiner Erkältung Sodbrennen bekommen. Fair genug. Vielleicht solltest du etwas Ingwertee oder einen heißen Toddy probieren. Oh, ich mag das Geräusch eines heißen Toddys. Was ist drin? Es ist eine Mischung aus Whisky, Honig, Zitrone und heißem Wasser. Es soll dir beim Schlafen helfen und deinen Hals beruhigen. Klingt nach genau dem, was ich brauche. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Whisky trinken sollte, während ich mich noch erhole. Guter Punkt. Vielleicht könnten wir eine alkoholfreie Version mit nur Honig, Zitrone und heißem Wasser machen. Das ist eine tolle Idee, John. Und wir können immer noch so tun, als wären wir anspruchsvolle Erwachsene, die heiße Toddys trinken. Haha, genau. Wer braucht schon Alkohol, wenn man ein heißes Getränk zum Aufwärmen trinkt? Danke für den Vorschlag, John. Ich glaube, ich bin auf dem Weg der Besserung. Lektion 220. Weniger Alkohol trinken. Anna, ich habe beschlossen, dass ich meinen Alkoholkonsum reduzieren muss. Wirklich? Warum ist das so, John? Nun, ich habe letztes Wochenende etwas zu viel getrunken und bin am Ende auf der Tanzfläche mit dem Kopf aufgestanden. Wow, ich wünschte, ich wäre dort gewesen, um das zu sehen. Nein, tust du nicht. Es war ziemlich peinlich. Und mir wurde klar, dass ich anfangen muss, weniger zu trinken. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Also, was ist dein Plan? Ich denke darüber nach, auf alkoholfreies Bier umzusteigen. Alkoholfreies Bier? Aber das schmeckt nach verwässertem Bier. Ja, aber es hat immer noch diesen Biergeschmack ohne Alkohol. Ich weiß nicht, John. Ich denke, du bist besser dran, einfach ganz auf Bier zu verzichten. Vielleicht hast du recht. Was sollte ich stattdessen trinken? Wie wäre es mit einem schönen Glas Wasser oder etwas Fruchtsaft? Fruchtsaft? Das ist zu gesund für mich. Nun, vielleicht könntest du einen Mocktail probieren, einen schicken alkoholfreien Cocktail. Das klingt nach einer guten Idee. Ich kann immer noch einen lustigen Drink ohne Alkohol trinken. Genau. Und wer weiß,
Vielleicht startest du sogar einen neuen Trend unter deinen Freunden. Der Trend der Nüchternheit? Ich mag den Klang davon. Willkommen, um unseren Kanal zu abonnieren. Und wir unterstützen auch mehrere Sprachen von unseren anderen Kanälen.